Thema lautet ein erfülltes Leben. Was ist das? Angesichts meiner heutigen spannenden Runde dürfen Sie zu Recht Antworten erwarten, allerdings unterschiedliche. Den Musiker Thomas Anders kennen Sie als die eine Hälfte des Duos Modern Talking und als Solokünstler. Die Bühne wurde für ihn zum wichtigsten Lebenselixier, bei seinen Erfolgen kein Wunder. Olaf Nölke findet dagegen die Erfüllung im täglich stundenlangen Sitzen und Meditieren. Bereits als Schüler hat er die Lehre des Zen für sich entdeckt. Heute nennt er sich Abmuho und lebt in einem japanischen Kloster. Der Lebenstraum von Elisaveta Wall heißt Marbella und den hat sie sich erfüllt. Einst hatte ein langjähriger Geliebter ihr die spanische Luxusoase erschlossen, die sie nach seinem Abgang dank Abfindung noch immer genießt. Ob als Sportler, Schauspieler oder Unternehmer, es scheint, als wären Hans Leutnecker die Erfolge aufgrund seines unwiderstehlichen Charmes nur so zugeflogen. Doch er sagt selbst, ein bisschen Glück war auch dabei. Im Leben von Professor Dr. Eckhard Nagel paaren sich Erfolg und eiserne Arbeitsdisziplin. Klinik, Hochschule, Ehrenämter, Familie. Für den Chirurgen ist das Leben penibel durchgeplant und, wie er sagt, trotzdem beglückend. Ich wende mich an den Mann, der neben Ihnen sitzt, der wegen der geringen Haartracht Ihnen sogar ein bisschen ähnlich sieht, aber trotzdem ein ganz anderes Leben führt. Neben Ihnen sitzt der Mann, der 14 Stunden arbeitet. Gegenüber sitzt eine Frau, die die Sonne liebt. Alle haben sie eine Vorstellung, ja, dass das Leben für sie richtig ist. Also Luxus in Marbella, Arbeit im Klinikum und an der Universität. Und da sitzen Sie in Ihrem japanischen Kloster und meditieren nur stundenlang. Nein, ich arbeite auch. Ich arbeite auf den Reisfeldern, ich baue Gemüse an, ich fälle Bäume und hacke Holz. Also Arbeit ist auch damit verbunden, mit dem Bergleben. Ja. Aber solche Lebensentwürfe, würden Sie die nicht reizen? Luxus? Wie der Herr Nagel schon gesagt hat, für eine Zeit gewiss. Ich würde nicht sagen, dass ich nicht auch für andere Menschen da bin. Dadurch, dass die Klostertüren ständig offen sind, für Leute zu kommen, habe ich auch das Gefühl, dass ich meinen Tag, ich stehe 3:45 morgens auf und ich gehe... Vor Ihnen, Herr Doktor. Ja. Und ich meditiere mit den Menschen, ich arbeite mit den Menschen, wir essen gemeinsam, es wird gemeinsam gekocht. Ich glaube schon, dass ich für die Menschen da bin in diesem Zeitraum. Also ich verstehe mich nicht als jemand, der sich zurückzieht in die Berge und mit den Menschen nichts zu tun haben will. Ein erfülltes Leben, was ist das für Sie, wenn Sie es auf einen Satz bringen würden? Ich glaube, es bedeutet zu wissen, dass man genug hat zum Leben und vielleicht sogar genug, um zu sterben. Und daraus wächst dann Vertrauen, Gelassenheit und auch offene Augen für die Bedürfnisse anderer Menschen. Und einen kleinen Teil habe ich bekommen. Oh, das wäre doch was. Sie sitzen da in Japan, bescheiden in Ihrem Kloster, das wäre doch was, oder? Wenn ich so eine Abfindung bekommen könnte, ja. Das. Da wackeln Ihre Grundsätze. Unser religiöses Bänkchen übrigens hier, nicht? Also Sie, der praktizierende Christ und auch Funktionsträger in der Kirche. Und Sie haben ja Ihr Leben ganz dem Sazen verschrieben. Also Zen wusste ich schon, was das ist ungefähr, aber Sazen war mir neu. Wie würden Sie das einem religiösen Laien erklären? Sazen ist jetzt nicht unbedingt etwas anderes. Zen bedeutet oder bezeichnet die Schule des Buddhismus, die sich besonders auf die Meditation konzentriert. Und Sazen bedeutet Meditation im Sitzen. Mhm. Und das machen wir im Schnitt 5 Stunden am Tag, im Jahr 1800 Stunden, die wir sitzend auf dem Kissen verbringen. Wie wäre es, Herr Doktor, 5 Stunden sitzen? Ganz schön anstrengend, ich stehe lieber, deswegen bin ich Chirurg geworden. Aber 5 Stunden stehen geht. Also 5 Stunden täglich sitzen Sie? Also im Schnitt, ja. Und meditieren? Ja. Und meditieren. Wobei die Meditation das ist noch nicht sehr effektives Bruttosozialprodukt, Herr Leutnecker. Ja. Das ist richtig, ja. Wobei die Meditation auch darin besteht, ganz im Sitzen aufzugehen. Es ist nicht so, dass wir sitzen und etwas zusätzlich tun, sondern wir versuchen ganz im Sitzen aufzugehen und nehmen das in den Alltag mit, indem wir dann, wenn wir kochen, ganz im Kochen aufgehen, im Essen aufgehen, in der Arbeit versuchen aufzugehen.
Das ist das, was man... Im Essen aufgehen kann ich nachvollziehen, aber im Sitzen, Ja. was heißt es, im Sitzen aufzugehen? Einfach mit Leib und Seele nur da zu sitzen, ohne einem Zweck nachzujagen. Oft glaubt man ja, wir sitzen, um die Erleuchtung dann zu bekommen. Wobei die Erleuchtung eher darin besteht, loszulassen von dieser Idee, ich muss noch was dazu bekommen. Sondern ich sitze einfach mit Leib und Seele auf dem Kissen, meine Augen sind geöffnet, meine Ohren sind geöffnet, ich bin vollkommen bewusst, sowohl der körperlichen Wahrnehmung als auch dessen, was um mich herum passiert, die Vogelstimmen, meine Nachbarn. Das bedeutet es für mich einfach zu sitzen. Ich meine, bei den Mitteleuropäern kritisiert man schon, dass sie zu viel sitzen. Ne? Also, und sie sitzen noch mehr. Es gibt Tage, da sitzen sie... 15 Stunden am Tag, ja. Es gibt so 5 Tage. Wie ist diese... Die ersten 5 Tage in jedem Monat und dann an jedem weiteren Tag, der entweder eine 0 oder eine 5 hat. Und da sitzen wir 15 Stunden am Tag von 4 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und dazwischen 2 Mahlzeiten. Was gibt Ihnen das? Das stellt für mich sozusagen die Achse dar, um die übrigen 24 Stunden des Tages rotieren. Das gibt mir die Stabilität für alle anderen Aktivitäten. Andere Aktivitäten. Wir haben ein paar Bilder, die sollten wir uns vielleicht mal anschauen aus Ihrem Klosterleben, dem Kloster Antaiji so, in Japan. Ein hübsches Gebäude und Sie sind der Abt dieser recht kleinen Einrichtung. Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Hier sehen wir Sie beim beschriebenen Sitzen. Ja, das machen wir von 4 bis 6 und das ist wahrscheinlich das Frühstück um 6. Danach wird sauber gemacht. Von 7:30 Uhr bis nachmittags um 3 wird auf den Feldern gearbeitet. Dazwischen gibt es ein Mittagessen. Sie würden auch vor schwäbischen Augen standhalten damit. Hauptsache es wird geputzt. Es wird geputzt, es wird gewaschen, ja. Und hier sind wir im Reisfeld zu sehen beim Unkrautjäten. Dafür haben wir keine Chemikalien, sondern verwenden diese Geräte, mit denen das Unkraut entwurzelt wird. Und Traktoren haben wir aber auch. Sie sind ja hier in Deutschland aufgewachsen, haben auch ein Studium erstmal begonnen hier und haben dann Japanologie in Japan weiter studiert noch. Warum sind Sie diesen Weg gegangen? Wie sind Sie auf diesen Weg überhaupt gekommen? Zunächst war da für mich die Entdeckung, ich habe nicht nur diesen Körper als ein Werkzeug, der mein Hirn am Leben erhält, sondern dieser Körper, das bin ich in gewisser Weise. Das Herz, das schlägt, die Lunge, die atmet, das bin auch ich. Und die Weise, wie ich sitze, das verändert mich. Ob ich, wenn ich so eine Stunde sitze oder ob ich so eine Stunde sitze, ich bin ein anderer. Und ich nehme auch die Welt anders wahr. Das war für mich die erste große Entdeckung. Und dann fing ich an, Bücher zu lesen und habe viele Dinge dann im Buddhismus gefunden, die mich neugierig machen. Was haben Sie gesucht? Ich habe mich schon relativ früh als Kind gefragt, warum leben wir überhaupt? Das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass meine Mutter starb, als ich 7 war. Und ich war viel allein mit meinen Gedanken. Und irgendwann fing ich an, mich zu fragen, wenn wir sowieso alle sterben, wozu in die Schule gehen, wozu lernen, wozu eine Arbeit, wozu eine Familie gründen? Also die Sinnfrage hat Sie ganz früh umgetrieben. Sehr früh. Und dann fragte ich mich auch, wo kommen diese Gedanken eigentlich her? Wer denkt da überhaupt? Und das konnte mir keiner beantworten. Warum sahen Sie keinen Sinn, zum Beispiel jetzt Ihr Studium, Sie haben unter anderem ja auch Physik studiert, also ein Physiker zu werden, irgendwo hier einen Berufsweg zu gehen, eine Familie hier zu gründen? Warum nicht? Warum nicht? Also ich hatte das Gefühl, da muss etwas mehr sein. Selbst wenn ich in der Physik den Nobelpreis gewinnen könnte oder ich könnte ein Vermögen machen. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Was es denn genau war, das hätte ich auch nicht sagen können. Haben Sie Erleuchtung gesucht, sowas wie Erleuchtung? Ja, so platt könnte man das sagen. Nun sind Sie ja nicht ein normaler Mönch, Sie dürfen sich Abt nennen. Wie wurden Sie Abt eigentlich? Ich war zunächst als Mönch. Ich bin mit 24 Mönch geworden und dann bis 32 war ich Mönch und ging dann für ein halbes Jahr in einen Park in Osaka, wo ich ein Zelt aufgeschlagen habe. Und ich wollte da eine Zen-Gruppe gründen, habe das auch getan für ein halbes Jahr. Aber dann erreichte mich die Nachricht, dass mein Meister, mein Lehrer im Kloster gestorben ist. Und dann wurde ich zurückberufen und gebeten, den Job an seiner Stelle zu machen. Wie lange machen Sie das jetzt schon?
Jetzt bin ich seit 7,5 Jahren der Vorsteher des Klosters. Von was leben Sie? Ich lebe hauptsächlich von Spenden. Das Kloster lebt von Spenden und ich privat lebe auch von Almosen, die ich im Winter hauptsächlich sammeln gehe. Also betteln? Ich gehe betteln, ja. Sie haben, das wird viele überraschen, Sie haben auch Familie. Ich habe auch Familie, ja. Das ist eine Besonderheit des japanischen Buddhismus. So abendländisch-klösterlich geht es bei Ihnen nicht zu. Sie wohnen, hier sieht man Sie fröhlich mit Ihren 2 Kindern. In der Badewanne, könnte auch hier sein irgendwo. Dieses Leben mit Familie, das ist sozusagen im Kloster, leben die mit Ihnen zusammen? Sie leben mit im Kloster angeschlossen, aber sie nehmen nicht am Klosterleben teil. Insofern habe ich auch dieses Problem, wie teile ich die 24 Stunden des Tages auf, dass ich sowohl für die Familie da sein kann, aber auch für die Klosterbewohner. Für meine Frau und für die Kinder sind im Kindergarten, aber für meine Frau bin ich sozusagen der einzige Bezugspunkt, da das Kloster 5 Kilometer vom nächsten Haus entfernt ist. Das heißt, ich möchte für meine Frau auch da sein, aber die Klosterbewohner sind auch zumindest zum Teil wegen mir da. Sie wollen auch meine Aufmerksamkeit. Nun liegt das Kloster sehr einsam. Im Winter hat es auch ziemlich viel Schnee da, also raues Klima. Fernab letztlich von großen Städten. Wäre es Ihrer Frau nicht lieber, Sie wären zum Beispiel in der Entwicklungsabteilung von Toyota oder sowas? Meine Frau ist in Osaka geboren, in der Großstadt. Und ich glaube, sie würde es schon vorziehen, in einer urbaneren Umgebung zu leben. Das Geld vermisst sie, glaube ich, weniger als die Möglichkeit. Sie sagt das mir manchmal, wenn ich sie frage, was fehlt dir denn? Sie sagt, ich möchte die Möglichkeit haben, nachts um 2, wenn ich einen Pudding essen möchte, einfach in den Supermarkt zu gehen. Und das kann man in Japan, in der Großstadt. Die Läden haben 24 Stunden auf, aber das kann man nicht da, wo ich wohne. Und da gibt die Zen-Lehre bei Ihnen im Kloster keine Antwort drauf, ne? Ja, ich sage ihr, dann kauft ihr doch den Pudding vorher und tut einen Kühlschrank. Also ich habe mich ja schon im Kern natürlich gefragt, bei diesem Ringen um ein erfülltes Leben, was bringt es im Kern? Und ich habe gesucht und auf Ihrer Website habe ich Erstaunliches gefunden. Sie stellen dort selber die Frage, was bringt uns Zazen? Und dann steht da, die Antwort ist einfach, Zazen bringt uns überhaupt nichts. Ich bin verblüfft. Könnte ich ähnlich sehen, aber warum machen Sie es dann? Weil es darum geht, loszulassen von diesem, was, glaube ich, Frau Reinhardt versucht hat zu sagen, dieser Idee, ich brauche immer noch was, ich muss noch was dazu gewinnen. Genau eben ich brauche ein neues Auto, ich brauche eine neue Frau, ich brauche eine neue Erleuchtung. Und mehr verlangt nach mehr. Genau, also wir wollen immer in einen neuen Köder beißen und dabei geht es darum, aufzuhören, in diese Köder zu beißen. Sie brauchen keine neue Frau, aber es besteht die Gefahr, dass sie nach Osaka zu den Puddings abzieht. Sie können eigentlich nur existieren, wenn Sie betteln. Sag's mal banal, leben Sie von unserem Bruttosozialprodukt. Also ohne Vorwurf hierzu. Und auch Spenden können ja nur von einer existierenden Welt um Sie herum kommen. Gibt es hier nicht ein bisschen einen Hauch von Bedenken oder schlechtem Gewissen? Was Lebensmittel angeht, so sind wir Selbstversorger. Also der Gesamtbetrag von dem, was wir brauchen, das Jahr über, hält sich in Grenzen. Aber es ist natürlich eine Tatsache, dass wir die Hilfe, materielle Hilfe unserer Umgebung brauchen. Wir versuchen zurückzugeben, dadurch, dass wir die Klostertür ständig offen halten, dass wir mit jedem unsere Zeit, den Raum teilen. Und ein Großteil der Spenden kommt ja auch von den Bewohnern oder den Besuchern, die dafür, dass sie mit uns 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen gelebt haben, dann eine Spende dalassen.